Nachdem ich neulich die Orki-Kamera gegen eine Jellycomp getestet habe und bei der Orki gesagt habe, dass der Ton so schlecht ist, hat Orki tatsächlich eine neue Kamera rausgebracht, die so aussieht wie die Logitech Brio. Und wie der Sound jetzt aus dem Mikrofon klingt, das zeige ich dir in diesem Video. Ja, und so hört sich der Ton an der neuen Orki Webcam. So sieht sie natürlich auch vom Bild aus. Der Ausschnitt ist der gleiche, hier siehst du sehr viel vom Raum. Allerdings finde ich das Bild von der alten Orki Webcam besser, auch wenn der Ton hier definitiv sauberer klingt. Es gibt zwar noch ein Grundrauschen, aber das ist noch vertretbar. Das heißt, es stört während des Gesprächs nicht ganz so stark wie bei der alten Orki Webcam, bei der ja sich der Ton angehört hat, als ob hier irgendwo noch ein Fan oder ein Lüfter oder sonst was gelaufen wäre. Ich zeige dir hier nochmal ganz kurz das Bild und den Ton von der alten Orki Webcam. Ja, und hier siehst du das Videobild der Webcam original in voller Full HD Größe und du hörst mich über das eingebaute Mikrofon der Webcam. Du hörst hier ein sehr starkes Grundrauschen. Ich frage mich, warum nur? Denn das muss ja alles gar nicht sein. Die Qualität dieser Orki Webcam ist gar nicht mal so schlecht und wenn man hier jetzt ein anderes Mikrofon wählen würde, dann wäre die Webcam an sich für diese 32 €, die sie eigentlich nur kostet, tatsächlich gar nicht mal so übel. Ich persönlich wünschte mir, dass Orki hier die alte Webcam so umbauen würde, dass das Bild von der alten Webcam genommen wird, aber der Ton von dieser neuen Webcam genommen wird. Denn das Bild ist von der anderen, also von der alten besser und der Ton ist von der neuen besser. Ich weiß nicht, warum sie hier irgendwas miteinander vermischt haben, beziehungsweise warum sie hier eine neue Kamera in die keine Ahnung, Kameramodul eingebaut haben, weil dieses sieht irgendwie nicht mehr so gut aus. Und du siehst auch gerade, je nachdem wie ich mich bewege, flackert das und flickert das und die Lichtintensität verändert sich und die Lichtfarbe verändert sich. Ja, ich habe einen sehr komplizierten Hintergrund. Ich zeige dir gleich auch mal einen anderen Hintergrund bei dieser Kamera, den ich am Anfang des Videos benutzt habe, um hier auch mal Gleichheit zu schaffen. Aber ich weiß nicht, warum Orki hier gemacht hat. Die Kamera wäre super geil gewesen, wenn sie das Kameramodul von der alten genommen hätten und das Mikrofonmodul von dieser neuen Kamera genommen hätten. Ja, hier siehst du die Orki nun auch vor dieser grauen Wand, so wie am Anfang die Logi Streamcam gezeigt war. Das Mikrofon ist immer noch das interne Mikrofon von der Orki, so dass du hier definitiv keinen Unterschied hören solltest. Du kannst natürlich die Orki auch mit einem externen Mikrofon nutzen, falls der Ton hier nicht so gut klingt. Bei der alten Orki habe ich hier keine Aufnahme mit dem grauen Hintergrund gemacht. Hätte ich es mal machen sollen, ich habe es nicht dran gedacht, von daher kannst du das Bild jetzt nur mit dem bunten Hintergrund vergleichen, nicht mit dem homogenen. Aber hier zeige ich dir gerade auch den Unterschied zu der besten Webcam, die ich bisher gefunden habe, so dass du dir selbst ein Bild davon machen kannst, wie gut die Orki bei dir aussehen könnte bei zwei verschiedenen Hintergrundarten. Einmal ein sehr planer, sehr aufgeräumter Hintergrund und einmal ein sehr bunter, sehr unaufgeräumter Hintergrund, mit dem der Autofokus sehr große Probleme hätte oder hat und auch die Farbkorrektur. Ja, hier nochmal zum Vergleich, was die Logitech Streamcam aus diesem Hintergrund macht. Nur der Fairness halber, um mal zu sehen, wie schwer es eine Webcam mit diesem Hintergrund hat oder ob der Hintergrund der Kamera absolut nichts zu schaffen macht. Das ist jetzt bisher meine beste Webcam hier gewesen. Die Webcam vom MacBook Pro kommt ja auch hier nicht gut klar. Ich kann dir gleich gerne nochmal einen Vergleich hier einblenden, so dass du auch mal wirklich siehst, dass die Orki
tatsächlich besser ist als die Webcam vom MacBook Pro und sich hier definitiv es lohnen würde, ein Upgrade auf die Orki zu machen. Hier siehst du mal den direkten Vergleich zu der eingebauten Webcam von meinem MacBook Pro 2019er Baujahr. Du siehst ganz deutlich, wie schlecht die eingebaute Kamera vom MacBook ist. Also im Vergleich zu dieser Kamera ist die Aoki Webcam durchaus tatsächlich tauglich. So sieht das Bild der Orki Webcam aus, wenn du einen planen, geraden Hintergrund hast und eine optimale Beleuchtung von vorne. So hört sich die Orki Webcam im Mikrofon an, wenn du direkt aus dem Mikrofon der Webkamera aufnimmst. Das ist das, was du für dieses Geld bekommst. Entscheide selbst, ob das Bild gut genug ist. Für mich ist es nicht gut genug, deswegen schicke ich die Kamera zurück. Aber ich will sie nicht ohne einen Test zurücksenden, sodass auch du hier sehen kannst, was du bekommst für das Geld.